Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Heute habe ich für euch ein bunt gemischtes Video. Keine Sorge, wir unterhalten uns natürlich wie immer über Real Madrid. Ich bringe euch auf den letzten Stand. Wieder einmal hat sich ein Mittelfeldspieler den Königlichen angeboten. Wir schauen, was tun unsere Nationalspieler etc. pp. Aber ich möchte mich heute mit euch auch über die neuen Regeln der WM unterhalten. Denn da sind einige Veränderungen, die ich persönlich sehr interessant finde und die gut für den Fußball sein werden. Also, wie ihr hört, es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, lasst uns dieses Video mit einem kurzen Blick nach gestern starten. Was haben gestern unsere Franzosen gemacht? Ihr wisst, Frankreich hat gestern gegen Kolumbien gespielt und Frankreich, ich bin ganz ehrlich, die machen ein bisschen Angst. Die haben 3:1 gewonnen. Aber was soll man sagen? Kylian Mbappé, Olise, Dembélé, Tchouaméni waren alle auf der Bank. Wie gut ist die französische Nationalmannschaft? Ja, die B11 von Frankreich hat mit 3:1 gegen Kolumbien gewonnen. Da rannte dann Cherki rum, da rannte dann vorne ein Thuram rum. Also, das ist wirklich Wahnsinn, was die für eine Qualität haben. Ja, wie dem auch sei, für uns Madridistas, ein Camavinga ist irgendwann kurz vor Schluss, 80. Minute, 70. Minute eingewechselt worden. Ein Kylian Mbappé durfte auch ein paar Minuten am Ende spielen. Tchouaméni 90 Minuten auf der Bank. Für uns Entwarnung, alle drei Franzosen sind auf dem Weg nach Madrid und sind unverletzt. Ja, bei einem Nationalspieler, wo wir uns Sorgen machen müssten, ist Vini Junior. Ich habe euch gestern berichtet, er war angeschlagen, konnte das Training mit Brasilien nicht absolvieren. Gestern kam dann zunächst Entwarnung aus Brasilien, denn man sah ihn, ich zeige euch die Bilder, man sah ihn wieder trainieren, er sah fit aus. In Spanien kamen auch die ersten Zeitungsartikel mit Entwarnung zu Vini, er kann gegen Kroatien wieder spielen. Ja, und kurze Zeit später kamen dann wieder die schlechten Nachrichten. Er war nur bei diesen 10 Minuten, die öffentlich ausgetragen werden für die Kamerateams. Da hat er mittrainiert. Danach ist er aber ganz schnell wieder in die Katakomben verschwunden und hat das Training nicht bis zum Ende absolviert. Meine Meinung ändert sich so schnell nicht. Solange Vini Junior nicht zu 100% fit ist, riskiere ich nicht für ein Freundschaftsspiel von Brasilien gegen Kroatien. Kein Disrespect an Kroatien oder wen auch immer, ihr wisst, was ich meine. Kein Freundschaftsspiel der Welt ist es wert, die Gesundheit eines Spielers zu riskieren. Erst recht nicht in dieser Phase. Wir haben bereits Ende März. Das heißt, jetzt geht die Champions League, jetzt geht La Liga in die entscheidende Phase. Kein Risiko. Vini, steig bitte in einen Flieger und komm zurück nach Madrid. Ja, und jetzt kümmern wir uns um das Thema, was mich besonders interessiert hat. Die FIFA hat neue Regeln für die WM annonciert. Das ist eigentlich üblich. Meistens gibt es bei der WM kleine Änderungen. Also keine Sorge, das Rad wird jetzt hier nicht neu erfunden. Aber es gibt Anpassungen an Probleme des Fußballs. Und das Problem, was bekämpft werden soll bei dieser WM, ist das Zeitspiel. Und das finde ich persönlich gut. Ich bin ein großer Befürworter der Netto-Spielzeit. Schon seit über 2 Jahren sage ich das auf meinem Kanal. Ich wäre dafür, dass es beim Fußball ähnlich wie bei anderen Sportarten eine Stoppuhr gibt. Wenn der Ball im Aus ist, Stoppuhr. Wenn ein Spieler behandelt wird, Stoppuhr. Wenn ein Torwart 35 Sekunden bei einem Abstoß dauert, Stoppuhr, dann hört dieser ganze Quatsch irgendwann von alleine auf. Das ist auch einer der Gründe, meiner Meinung nach, warum die Premier League sich jetzt immer mehr abgesetzt hat von den anderen Ligen, weil die viel schöner anzuschauen ist, weil es so einen Scheiß nicht gibt. Es gibt kein Getafe, das ab der 60. Minute 35 Krämpfe simuliert am Boden liegt. Jeder Abstoß dauert 3 Minuten. Ja, und die finden, dass sie den Fußball da clever spielen. Nein, in der Premier League wird gerader, ehrlicher Fußball gespielt. Und das ist für die Fans attraktiv. Wesentlich höheres Tempo. Das kommt dann auch davon, dass Fernsehanstalten so viel Millionen da reinstecken, weil ihre Leute das sehen wollen. Ja, und ich glaube, das sind Veränderungen, die dem Fußball allgemein gut tun, die den Fußball wieder attraktiver machen. Jeder möchte dynamischen, schönen, attraktiven Fußball sehen. Keiner möchte sehen, wie der 4. Spieler 3 Minuten behandelt wird. Ja, und was hat die FIFA sich gedacht? Es ist nicht ganz die Netto-Spielzeit, aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Es gibt einige Regeländerungen. Fangen wir mit der Regel Nummer 1 an. Spieler haben in Zukunft bei der Auswechslung 10 Sekunden Zeit,
den Platz zu verlassen. Sollten Spieler länger als 10 Sekunden dauern, muss der Typ, der für sie reinkommt, draußen 1 Minute warten. Das heißt 1 Minute Unterzahl für die Mannschaft. Ja, ich finde, das ist jetzt kein großes Problem, aber naja, dann gibt es nicht mehr diese ganzen Standing Ovations beim Auswechseln. Vor allem gibt es ja immer wieder diese Szenen, wo die Mannschaft, die hinten liegt, nervös wird und den Spieler dann packt und raustragen will, dann lässt er sich fallen etc. Finde ich gut, also das ist eine Regel, die in die richtige Richtung geht. Dann die zweite Regel, die das Fußballspiel dynamischer machen soll. Sowohl beim Abstoß des Torwarts als auch beim eigenen Einwurf gibt es so eine Art Shot Clock. Man hat 5 Sekunden Zeit, diese Aktionen auszuüben. Solltest du das nicht innerhalb von diesen 5 Sekunden machen, ich vermute mal, das wird der Schiedsrichter sein, der da 5, 4, der das für sich selber zählt oder mit der Hand, wird man sehen, wie das tatsächlich machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwo eine Shotclock ist. Naja, wie dem auch sei. Sollten die Spieler das nicht innerhalb dieser 5 Sekunden schaffen, kriegen die andere Mannschaft den Ball. Das heißt, bei einem Einwurf haben auf einmal die anderen Einwurf und bei einem Abschluss haben die anderen sogar eine Ecke. Jetzt stellt euch mal vor, du möchtest auf Zeitspiel machen als Torwart, verlierst da mehr als 5 Sekunden und als Strafe kassierst du nach einer Ecke ein Tor. Ich glaube, das wäre Prime-Fußball für mich. Naja, auf jeden Fall, auch damit soll das elende Zeitspiel aufhören. Und jetzt die wichtigste Veränderung, finde ich. Wenn du in Zukunft dich auf dem Fußballplatz behandeln lässt, musst du draußen 1 Minute warten. Es sei denn, der Gegner hat eine gelbe Karte bekommen. In einigen Quellen steht, dass der eine gelbe Karte bekommen muss. In der anderen Quelle steht, wenn das Foul hart war, darfst du dich behandeln lassen. Aber dann ist das wieder Interpretation. Ich fände das mit der gelben Karte ganz okay, weil dann gibt es keine Interpretation. Da muss der Schiri nicht immer wieder entscheiden, war es hart, war es nicht hart. Am Ende wissen wir ja, wie das läuft. Das ist wie mit nur die Kapitäne protestieren. Das wird dann 2 Wochen ganz strikt durchgezogen. Nach der 3. Woche ist es auch nicht so schlimm, wenn ein zweiter noch kommt und irgendwann jetzt nach 6, 7 Monaten protestiert wieder die ganze Mannschaft und keiner macht was. Und deshalb finde ich so strikte Regeln ein bisschen besser, weil sonst sagt der Schiedsrichter jetzt die ersten 2 Mal, oh, das war ein hartes Foul oder was auch immer. Und in 6, 7 Monaten ist alles beim Alten. Ja, wie dem auch sei, dieses ganze Zeitspiel, Foul simulieren, immer wieder behandeln lassen etc. sollte damit abrupt aufhören, weil du fehlst deiner Mannschaft dadurch sonst draußen 1 Minute. Also, vielleicht hätte man das auch 2 Minuten machen können, was auch immer. Ich finde, das sind Änderungen, die in die richtige Richtung gehen. Der Fußball, Florentino Perez hat nicht umsonst gesagt, ja, die Jugend heutzutage, die können sich kaum ein TikTok angucken, was länger als 1 Minute ist. Wie sollen die 90 Minuten Fußball gucken, wenn 30 Minuten davon Spieler auf dem Boden liegen oder auf Zeit spielen? Also, ich finde, die Änderungen sind im Sinne des Fußballs. Und es gibt noch 2 Änderungen, die ich euch mitteilen möchte. Das VAR darf sich in Zukunft auch bei falschen Ecken einmischen. Ich meine, wie oft haben wir schon gesehen, dass ein Tor passiert ist nach einer Ecke, die nie hätte Ecke sein müssen. Das ist sehr frustrierend. Das soll es in Zukunft nicht mehr geben. Und auch bei der 2. gelben Karte darf das VAR sich einmischen. Wie das genau abläuft, wird man bei der WM sehen. Ob die Schiedsrichter sich dann auch von draußen anmelden und denken, das hättest du eine 2. Gelbe geben müssen, das wäre dann gelb-rot, ob das so läuft. Oder ob die sagen, guck dir lieber die 2. gelbe Karte nochmal an. Ja, muss man dann sehen, wie das genau abläuft. Aber einige Änderungen, die ich sehr, sehr positiv finde und die in die richtige Richtung gehen. Ich bin gespannt, wie seht ihr das Ganze? Lasst eure Meinung zu diesen Regeländerungen bitte in den Kommentaren. Ich bin da echt gespannt. Vielleicht hat ja jemand von euch innovative Ideen. Lasst das in den Kommentaren. Ich bin immer offen für Neues. So, das war jetzt der Abschnitt zur Fußball-WM. Kommen wir jetzt zu Real Madrid. Und nachdem ich euch in den letzten Wochen immer wieder gezeigt habe, wie ein Rodri mit Himmel und Feuer über Erde und Wasser versucht hat, sich bei Real Madrid anzubiedern, indem er ganz klar gesagt hat, ich möchte zurück in die Liga und Real Madrid könnte ich nicht Nein sagen, etc. pp. Ich habe keine Probleme mit Vini, etc. Naja, ein anderer Spieler, der auf dieser Position sehr, sehr gerne bei Real Madrid spielen würde, ist Enzo Fernandes. Ich habe euch vor knapp einer Woche seine Aussagen nach den Spielen gezeigt, wo er gesagt hat, nee, weiß Gott, ich kann nicht sagen, dass ich nächstes Jahr noch in Chelsea bin. Real Madrid, noch sind da keine Verhandlungen. Nach der WM werden wir sehen. Also, ein Spieler, der nicht glücklich bei Chelsea ist. Gestern hat er mit so Freunden einen Stream gemacht, so ein bisschen gequatscht untereinander. Und als die Freunde ihn gefragt haben, hör mal, wo würdest du eigentlich gerne leben? Ja, schaut euch dieses Video einmal an.
Irgendwann wirst du zurückkehren. Ja, ich will zurück. Zurück. Ich will zurück und ich will auch fit zurück, in Topform. In deiner Prime. Würdest du gern in einem anderen Land leben? Ich würde auch mal gern in Spanien leben. Ja. Ich mag Madrid sehr. Du magst Madrid, was? Ja, ich mag's. Ähnlich wie Buenos Aires. Würdest du in Madrid leben? Ja, klar. Ah, okay. Zu Getafe. Welcher Club wird es wohl am Ende sein? Zu Getafe könnte man gehen. Da kann man locker hin, ja. Rayo Vallecano, das Trikot von River. Rayo Vallecano? Rayo könnte sein. Klar, natürlich. Warum nicht zum Beispiel auch Atletico? Atletico. Könnte Atletico sein. Ich lebe, wo Gott will. Außerdem passt es mit der Sprache. Denn Englisch, wenn ich dich Englisch reden sehe, bist du geliefert. Schlage mich durch. Tust du nicht, Alter. Wie auffällig willst du sein? Enzo Fernandez sagt ja. So, die fragen ihn, in welchem Land würdest du gerne leben? Könntest du dir Spanien vorstellen oder so auch immer ich würde gerne in Madrid leben. Das ist wie Buenos Aires. Und die Gesichter von seinen Kumpel, wo die so gesagt haben, Getafe könnte man spielen und was auch immer. Jedem ist klar, er sagt auch, ich werde da spielen, wo ich will oder wo Gott will oder irgendwie sowas sagt er in der Art. Enzo Fernandez tut alles, um das Interesse von Real Madrid zu wecken. Ich bleibe dabei, Real Madrid scheint auch interessiert an Enzo Fernandez zu sein. Der hat aber noch einen Vertrag bei Chelsea bis 2032. Das heißt, wenn du den da rauseisen möchtest oder rauskaufen möchtest, dann musst du hier über 120 plus Millionen Euro reden und so viel wird Real Madrid für einen Mittelfeldspieler meiner Meinung nach nicht investieren. Wenn du dann als Alternative ein Thiago Pitach hast, der immer stärker wird und ein Rodri, den du wahrscheinlich dann für 40 Millionen oder so für 3 Jahre bekommen kannst, bis ein Pitach auf dem Level ist, wo du den haben willst oder so. Naja, ich glaube, Madrid wird dann eher in so eine Richtung gehen. Aber ich wollte euch die Information geben. Ich bin auch gespannt. Real Madrid möchte ja einen Spielgestalter, einen Spielmacher. Jemand, der den Takt vorgibt im defensiven Mittelfeld à la Toni Kroos. Und jetzt, wo ein Vitinha von sich aus gesagt hat, ich mache das nicht oder ich möchte bei Paris Saint-Germain bleiben, ich persönlich habe euch meine Meinung zu Rodri und Enzo Fernandez gesagt. Ich möchte beide nicht bei Madrid. Beide aus charakterlichen Gründen. Ein Rodri werde ich nicht verzeihen, was er mit Vini Junior gemacht hat nach dem Ballon d'Or. Einem Enzo Fernandez werde ich nicht verzeihen, was er den Franzosen über die gesungen hat, über schwarze Menschen oder über die schwarzen Spieler von Frankreich nach dem WM-Sieg. Wie gesagt, für mich hat sowas keinen Platz in der Gesellschaft. Aber wie dem auch sei, ich bin gespannt, welchen Spielgestalter hättet ihr gerne bei Real Madrid? Oder sagt ihr sogar, wir brauchen keinen mit einem Thiago Pitach, mit einem Manuel Angel, die Jungs sollen das in Zukunft übernehmen? Bin ich sehr gespannt, was eure Meinung ist. Ja, und zu guter Letzt ein Thema, was mir einen Riesenstrahlen ins Gesicht gebracht hat. Ein Spieler, wo ich auch zugeben muss, der bekommt auf diesem Kanal viel zu wenig Aufmerksamkeit, als die Aufmerksamkeit, die er verdient hätte. Aurélien Tchouaméni. Ein Spieler, der in riesige Fußstapfen getreten ist. In die Fußstapfen von einem Casemiro. Von einer absoluten Legende des Madridismo, der 3 Champions League am Stück als absoluter Stammspieler mit Real Madrid gewonnen hat. Ein kongenialer Partner von Luka Modric und Toni Kroos, der geht immer so ein bisschen unter. Aber ohne die Drecksarbeit, ohne die Mentalität von einem Casemiro hätten die anderen beiden nicht so glänzen können. Und mehr oder weniger das Gleiche gilt für einen Aurélien Tchouaméni. Der hatte es nicht einfach. Der musste riesige Fußstapfen füllen. Und bei Real Madrid ist es nun mal so, dass Spieler, die die Drecksarbeit machen, oftmals nicht die Anerkennung bekommen, wie die Spieler, die vorne die Tore machen. Ich glaube, das ist nicht nur bei Real Madrid so, das ist in der gesamten Fußballwelt so. Aber ein Aurélien Tchouaméni hat sich im letzten Jahr insbesondere den Respekt des Madridismus verdient. Er wurde ausgebuht im Santiago Bernabéu. Und seit er ausgebuht wurde, spielt er in seiner Prime. Was heißt in seiner Prime? Er wird von Tag zu Tag besser, von Woche zu Woche. Dazu ist er für mich ein stiller Kapitän, ein Leader. Wenn er was sagt, hat das Hand und Fuß. Er ist auf dem Platz jemand, der immer vorangeht, kaum verletzt, immer da, ob es läuft oder nicht. Ja, immer präsent für Real Madrid. Und ich bin froh über die Nachricht, die ich euch jetzt teilen darf. Die ist von El Debate. Ein Aurélien Tchouaméni soll ein neues Vertragsangebot von Real Madrid bekommen. Lesen wir uns das zusammen einmal durch.
Tchouaméni ist unantastbar. Real Madrid wird seine Vertragsverlängerung bis 2031 aushandeln. Die Premier League ist verlockend, aber der Franzose, der noch bis 2028 unter Vertrag steht, will nur bei Real Madrid weitermachen. Er hatte es nicht leicht. Vor einigen Jahren wurde er ausgebuht, als es nicht gut lief. Die Fans lassen ihren Frust immer an bestimmten Spielern aus und Aurélien Tchouaméni hat das in einem so anspruchsvollen Stadion wie dem Bernabeu hautnah miterlebt. Er hat seine Lektion gelernt, manchmal zu Unrecht, denn er ist ein Spieler, der oft zwar nicht überragend, aber dennoch sehr effektiv spielt. Er hat die Prüfung mit Bravour bestanden. Letztendlich war er immer Stammspieler, unter Zidane, unter Ancelotti, unter Xabi Alonso und unter Álvaro Arbeloa. Er ist eine unverzichtbare Stütze von Real Madrids defensiven Mittelfeld. Liverpool, City und Chelsea buhlen alle um ihn. Sie bieten ihm das Blaue vom Himmel, doch Real Madrid wird ihn niemals gehen lassen. Er ist unverkäuflich. Sein Vertrag läuft bis 2028 und der Verein wird ihm eine 3-jährige Verlängerung bis 2031 anbieten. Wie sich die Dinge im Fußball ändern und wie sie sich für Tchouaméni verändert haben. Er war für jeden Trainer bei Real Madrid ein wichtiger Spieler, doch die Fans sehen nur die strahlenden Stars und übersehen die effiziente Arbeit im Hintergrund. So war es auch bei Aurélien. Zidane hielt ihn für unverzichtbar. Er war der Dreh- und Angelpunkt für Ancelotti. Der Mann, der für die berühmte Balance sorgte, die der Italiener immer wieder betonte. Auch in Xabi Alonsos System war er das Zentrum. Und bei Arbeloa ist er nicht nur eine defensive Stütze, sondern glänzt auch in seinen Offensivläufen. Real Madrid wird die Verhandlungen mit dem Spieler nach Saisonende intensivieren, wenn sein Vertrag noch 2 Jahre läuft. Dies entspricht der üblichen Vorgehensweise des Madrider Clubs. Der Verein ist sich des Interesses aus der Premier League bewusst und hat bereits ausführliche Gespräche mit Aurélien über eine Vertragsverlängerung geführt. Real Madrid hat deutlich gemacht, dass man ihn langfristig binden möchte. Für Real Madrid ist es von Vorteil, dass Aurélien beim größten Verein der Welt bleiben will, mit dem er bereits die Champions League gewonnen hat. Ja, der Artikel geht noch ein bisschen weiter, aber der Inhalt, der ist genau das, was ich auch sagen kann über diesen Jungen. Er hat bei jedem Trainer Stamm gespielt. Das ist so ein bisschen damals wie ein Sami Khedira. Ich weiß nicht, ob sich einige von euch erinnern, aber viele Madridistas haben gesagt, warum spielt der immer? Aber ein Sami Khedira, egal welcher Trainer bei Real Madrid war, egal welcher Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft war oder bei seinen vorherigen Vereinen, Sami Khedira hat immer gespielt. Diese Drecksarbeit, diese Kilometer, diese Stärke in der Luft am Boden, ja, und die macht ja auch ein Aurélien Tchouaméni. Und ich persönlich muss auch sagen, in den letzten Wochen die Entwicklung, die er unter Arbeloa macht, unter Xabi Alonso fand ich ihn schon den wichtigsten Spieler im System. Aber unter Arbeloa wirkt er für mich auch immer spielstärker, immer mehr gute Pässe nach vorne, nicht mehr die Angst wie früher. Also, Aurélien Tchouaméni, ich nenne ihn nicht umsonst den General und ich habe letztens gesagt, und ich meine das zu 100%, er ist auf dem Weg, eine absolute Legende des Madridismus zu werden und ich würde mich freuen, wenn er seinen Vertrag bis 2031 verlängert. Ja, jetzt bin ich gespannt. Was sagst du zu Aurélien Tchouaméni, zu Vini, Frankreich? Was sagst du zu den neuen Regeln bei der WM? Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, sei so lieb, like dieses Video, teile dieses Video. Wenn noch kein Follow da gelassen hat, drück drauf, das unterstützt den Kanal ungemein. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!